Hallo liebe Leute und willkommen zurück zu Kotar. Letztes Mal haben wir uns ausgiebig auf dem Friedhof umgesehen. Heute wollen wir den Totengräber suchen, denn der soll uns ja laut Henry mit dem Spruch auf dem Zettel aus Victorias Tagebuch weiterhelfen können. Oder uns zumindest sagen können, auf welchem Grabstein er diesen Spruch schon mal gesehen hat. Ich vermute ja, dass er hier im Mausoleum ist und deswegen gehen wir einfach mal zur Tür und gucken mal, was sich dahinter befindet. Heute noch. Everything fine in there? Who goes? You came here to steal from me? Nein. Leave, stranger. You must be Gregor. How would you know? Go away. You look like a gravekeeper to me. You must leave. I don't want strangers in my place, don't want anybody here. And what would I steal? I just came to ask about something. Henry directed me here. Henry? That madman? What do you want? Ja gut, auch nicht so ganz beliebt, der Henry, oder? Bitte sieh dir das an. Please, take a look at this. In inferno nulla est redemptio. You got that right. Move that away from my face. Why do you have that nonsense on your note? Have you seen it before? Yes, I did, and I know where. Is it an epitaph on one of the graves here? No, and I won't tell you anything if you don't help me first. Ach herrje. Was kommt denn jetzt? Wie könnte ich dir helfen? How could I possibly help you? I don't care how you do it, but if you want my help, you will deliver. This mausoleum belongs to the Merzel family. I can see the name above our heads. Shut up and listen. I was saying, this is the Merzel family mausoleum, and I'm one body short. It was stolen tonight. And you want me to do what? Get the body back in time for the funeral. You're insane. I'm not getting... Oh, yes, you will. You will because I am the only person in this town who can help you with that Latin nonsense. Go ahead. Ask around if you don't believe me. Na gut, okay. Ich verstehe nicht, warum kannst du die Leiche nicht selbst finden? I don't understand. Why can't you go and find the body on your own? I eat here, I sleep here, and I do everything here. This is my home and I never leave it. You can't call someone else to do it for you? No one must know about this. No one. You understand? Otherwise the deal is off. You're scared. Shut up. Look in the mirror. I'm the one to be scared. Scheinbar doch, oder? Wie ist das passiert? Ich meine, es ist ja kein Stift, der gestohlen wurde. How did this happen? I mean, it's not a pen that was stolen. I was cleaning up the place, making sure everything will be ready for the new arrival. Ranko Merzel. Yes, Rank. Will you shut up and listen? Ranko's body is coming tomorrow morning, and so I had to make his new house more cozy. I did everything nicely, as usual, and then went to take a short nap. A nap without sleeping, you know. Problem 1 is that I fell asleep. Problem 2, which is a bigger problem, is that I accidentally left the door unlocked. Ja, Pech gehabt, oder? Wessen Leiche wurde gestohlen? Whose body was stolen? Fran Merzel's. They left the coffin of his wife Yaga untouched, but that's not a coincidence. How so? People talk too much. Stories go around say that Fran was loaded with gold when entombed. And so the perpetrator decided to steal his body, not just the gold. You didn't let me finish. Boah. He was the gold. Rumors say his body was full of gold implants, plates, and whatnot. Looks like I have no choice. It's fate. You never have choice. You walked in here, and now you have to do it. Na toll. Hast du einen Hinweis darauf, wer die Diebe waren? Do you have any clue as to who the thieves were? The cripples. Those bastards sneaked in here and grabbed it like animals. I've never seen someone move so quickly. Hm?
Why didn't you stop them? It was too late. They were already outside the walls. I said it already. I never leave my home. He's saying so many contradictions. Ja. Nickerchen machen ohne Schlafen. Krüppel, die sich schnell bewegt haben. Also irgendwie passt das alles nicht so ganz. Einige Krüppel sagst du. Kannst du genauer sagen, wer diese Menschen sind? Some cripples, you say. Can you be more specific about who these people are? Those maggots always sniff around the cemetery in search for anything valuable. Now you usually interrupt me. I've learned not to. Good. They call themselves the children of Mojse. Or is it Mojse that calls them that way? Doesn't matter. It's the man that Evelina told me about. They won't hurt you, and they won't talk. How do you know? They can't. How so? You'll see. Ach toll. Große Hilfe. Wo kann ich diese Kinder finden? Gute Frage. Where can I find these children? They usually roam about in the area around the ex-school district. Kuga? What did you think? That they would drag the body for hours? It's Kuga, yes, just around the corner. Okay. Was passiert, wenn ich die Leiche gefunden habe? What happens once I find the body? You drag it back here. Don't ask me how, because I don't care. What am I doing? This is insane. Ja. Give me something, anything that could help me. I have a back problem. I can't drag something that heavy just like that. Here, take this. A Hubkarre? rope and a sack? Shut up! You're tormenting the dead with your annoying priest voice. Go now and come back quickly. Woher weiß er denn, dass ich ein Priester bin? Kannte mich doch bis eben gar nicht, oder? Okay, also irgendwo im ehemaligen Schulviertel. Hier direkt um die Ecke. Das kann ja also nicht weit sein. Gehen wir einfach mal raus. Also, was ist das Schulviertel? Ist es hier Klosterschule? Muss doch hier dann irgendwo sein, oder? Wenn er sagt, just around the corner, ehemaliges Schulviertel. War klar. It's locked. Wir gehen nochmal vorne rein. Ich wüsste nicht, wo sonst hier ein Schulviertel sein soll. Die Polizeistation ist noch da vorne. Aber das war's dann ja auch schon. Father Henry said he has urgent matters to attend to. I might visit him later. Gut, dann ist das hier nicht das alte Schulviertel. Es ist ja auch die Kirche. Mit der Büste hat das nichts zu tun, dass es hier nur um eine Metapher geht, oder? Ivan Kotar, born in 1159, died in 1218. Alles klar. Dumme Idee. Was war jetzt hier? God help me. Da sind wir doch schon, oder? Okay. Sie können ja nicht sprechen und sie können mir nicht wehtun, also ist das alles erstmal A ungefährlich. dozen people are just standing there looking at each other in complete silence. Er kann sprechen. Bin gespannt. Wahrscheinlich nicht. Sorry to disturb you. God, what happened to your eyes? Sind Sie eines der Kinder von Mojse? Are you one of the children of Mojse? Wo kann ich Mojse finden? Ja, ne, das dazu. Kann die Frau mir auch keine Hilfe sein? I'm not sure if that's a woman or a man, or if they're dead or alive. They look petrified,
as if they're made of stone. Oh je. Probier's noch einmal. Madam, can you hear me? Gleiche Fragen. Are you one of the children of Mojse? Was ist mit ihnen passiert? What happened to you? Wo finde ich Mojse, den Propheten? Where can I find Mojse, the prophet? Danke. Excuse me. Okay, das können wir auch vergessen hier, aber ich mach's einfach nochmal. The color of his skin is a mix of death-like pallor and dark blue bruises. Must be agonizing. Geht er jetzt rein, oder? I can't do that. It would be too dangerous. Any time now, the whole building could collapse. Okay. Also, was gibt es hier? Szkoła Święty Kotar. Basically the same word as the Polish one. Szkoła. Müssen wir nur irgendjemanden hiervon in den Sack tun? Rette Mojse, lass ihn zu Gott zurückkehren. Evelina ist am Boden zerstört, dass ein Mann namens Rudolf Mojse Gott abgeschworen hat. Einst war er ein vorbildlicher Katholik, der in der Kirche und in der Gemeinde insgesamt geholfen hat. Sie glaubt, dass er sich noch ändern kann. Wenn ich die Gelegenheit habe, sollte ich mit ihm über die Sache sprechen. Alles klar. Schleppe die Leiche zurück zum Friedhof. Gregor, der Friedhofswärter der Stadt, will, dass ich ihm die gestohlene Leiche von Fran Menzel zurückbringe. Er sagt, dass eine Gruppe von Krüppeln die Kinder von Mojse sie gestohlen haben. Sie halten sich normalerweise im Bezirk Kuga auf. Da sind wir. Ein weiterer Hinweis. Okay, also checken wir mal. Haben wir eigentlich schon alles gesehen? Ja, und was soll ich jetzt hier tun? Kann ich jetzt irgendwie mit dem Sack irgendjemanden hier einpacken? I struggle to find a reason to do that. Ja, ich hätte schon ein paar Ideen. Also, wenn er nicht reingeht, wenn er hier draußen mit niemandem reden kann, was soll ich This hier? feels wrong. Und mehr ist hier in der Tat nicht. I dare not to try this. Naja, sei doch mal für was offen, oder? Also, was will ich hier? Machen kann ich hier wirklich nicht viel. Mir diese Innenseite nochmal an. Irgendwie lässt mir das keine Ruhe. A dozen people are just standing there looking at each other in complete silence. Hm. I have no faith in the outcome. Ja, warum gehst du denn dann erst hin, um das dann erst festzustellen? Also hier gibt's echt irgendwie nichts, was ich tun könnte. Wo soll ich denn hier bitte die Leiche finden? Letzter Check. I can't do that. It would be too dangerous. Any time now, the whole building could collapse. Also, noch gar nicht jetzt. Vielleicht müssen wir mit dem alten Schloss doch weitermachen. Aber ich bin hier nicht zur richtigen Zeit, würde ich sagen. So, halten wir mal fest. Hier kommen wir nicht weiter.
Die Eltern haben wir nicht. Da kommen wir erst weiter, wenn wir die Leiche zurückbringen. Ja, ihn finden wir auch noch nicht. Zum Schloss finden wir auch nicht. Ich stehe gerade ein wenig auf dem Schlauch. Was können wir denn jetzt machen? Wir könnten jetzt doch zur Polizei gehen. Und könnten das melden. Ich glaube nur nicht, dass er sich dafür interessieren wird. Ja. Excuse me. Wir könnten... Das ist keine gute Idee. Aber wir könnten. This feels wrong. Können wir nicht, ne? That's a strange notion. Ja, klar. Okay. Es würde ja auch auffallen, wenn wir den hier irgendwie klauen und mitnehmen. No. Hier. It's probably the room where they keep the corpses. Ja. Da kommen wir auch nicht weiter. Also ich werde das Gefühl nicht los, dass wir schon irgendwie in Kuga weitermachen müssen. It's locked. Na klar. Accessible only with good reason. Aber ich sehe es nicht. Kommen da jetzt echt nicht dahinter. Vielleicht gehen wir nochmal zurück und checken, ob der Totengräber noch irgendwas Neues zu sagen hat. Wir kommen aber nicht mal mehr zum Friedhof gerade. Ah doch, okay. Die Tür ist zu. Wir klopfen trotzdem. Gregor? He doesn't seem to be here anymore. Okay. Aber er muss ja irgendwo auf dem Friedhof sein. Hinten bei dem Mausoleum? It was recently dug. The earth is still fresh and the hole full of maggots. Thomas Lunj and Rezikas Lunj. May your souls find home, peace and fish. Okay, kennen wir schon. Also jetzt eigenartig, dass er nicht mehr hier ist, oder? No names on the door, just a carved drawing of a star or a flower. I'd say it's a strange flower in the form of a star. Noren? The family tomb of the chief of police? Nee, also hier kommen wir nicht weiter. Aber wie kommen wir denn in Kuga weiter? Bisher war das Spiel ja nicht sonderlich schwierig, aber irgendwie hänge ich gerade so ein bisschen. Es muss doch hier weitergehen. Aber auch hier selbst mit der Hotspot-Hilfe kommt nichts zustande. Keine Ahnung, was das bringen soll. Das ist eine reine Verzweiflungstat. I struggle to find a reason to do that. Ajo. Ich auch, aber I have no faith in the outcome. es muss doch irgendwer hier irgendwas machen können. She can't talk. Ja. Why can't she talk? She's already a child, my future sister. She is safe now, with no tongue and no eyes.
Okay, was ist mit ihnen passiert? What happened to you? I have no God. I will be saved both in this life and the ever after. You think you will be safe without God? Without God, I live without fear for my life and the hereafter. I wonder when I will hear the prophet preach again. I want to pray with him. A brainwashed psychopath. Okay, ich würde gern mit eurem Propheten sprechen. I would like to speak to your prophet. No, he speaks only if you're chosen. You cannot come here and demand to speak to him. Can you ask if I can talk to him? I'm not a child yet. Can she ask? Beware, you're making us all angry. Warst du in letzter Zeit auf dem Friedhof? Ich glaube, ich habe dich dort gesehen. Have you been to the cemetery lately? I think I saw you there. I'm not allowed to go anywhere. I have to become a fully initiated child first. Tomorrow, I become a child. Is it possible that she was at the cemetery? We don't go to the cemetery. We have no faith anymore. Du hast Vertrauen in einen falschen Propheten. You have faith in a false prophet. Watch your mouth. Say nothing against our Savior. Look around you. See how much suffering and death there is. What is your God doing to prevent it? God is useless. Faith is futile. The mountain's malignancy is here. The king is coming. Hör auf, mir etwas vorzumachen. Ich weiß, dass Mojse und seine Gefolgsleute eine Leiche gestohlen haben. Stop fooling me around. I know Mojse and his followers stole a body. You have eyes, but you can't see. God has made you blind. You are enslaved by your own self. Enough! My children are not murderers. My prophet, Our guest is allowed to see. as you wish, my prophet. Es ist ein bisschen eigenartig, dass er erst nicht reden kann und dann irgendwie doch. Ne? Das hat mich jetzt ein bisschen auf den falschen Weg geleitet. Aber am Ende wird alles gut. Wir gehen jetzt mal rein und dann treffen wir mal Mojse. Okay. Checken wir erstmal den Raum. Eine Lampe, Mojse, Spieße. Das war's. Tafel. Ja, wir reden. Wir reden. Und wir reden. Wahrscheinlich ganz lange. I'm honored to be standing here at the feet of the prophet of Kotar. You have to forgive my children. Some lose their temper too easily. You're welcome to stay here. Please, make yourself at home. Have one of my skewers. I'm not hungry. I must insist. Nothing good is achieved on an empty stomach. Ich weiß nicht, ob ich das will, was da drauf ist. Um Gottes Willen. Bitte nicht. I'm taking only one for the sake of this conversation. Okay. You didn't eat? Ach nee. I'm not hungry. You already said that. It is not only disrespectful towards your host, but it makes your thinking impaired too. If not now, I trust you'll appreciate it later when hunger strikes you. So, what do you want, little priest? Okay, ich muss das Ding ja jetzt zum Glück nicht essen. Deine Anhänger wurden gesehen, wie sie eine Leiche vom Friedhof gestohlen haben. Your followers were seen stealing a body from the cemetery. You already said that. I'm curious, what body we are talking about? Die auf dem Fran Spieß. Merzels. I don't know where that body is. Oh, but you do.
Gregor saw your people running away from the graveyard with it. So it was him who gave you the task. That explains a lot. If a man serves your god, does that make him a good man, no matter what he does? What's your point? Just answer my question. Ich bin nicht hier, um mich mit einem Mann wie dir zu streiten. Ich brauche diese Leiche. I'm not here Exakt, to start nix arguments with a anderes. man like you. I need that body. Gregor has something you want. I understand now. It's not a matter of helping him, just because he asked. I help him, he helps me. Sure. Beantworte meine Frage, wo ist die Leiche? Answer my question. Where is the body? What body? The one stolen from the cemetery today. Take off the cover of the barrel and look inside. Oh nein. Why? What am I going to find in there? The body you are looking for. Go ahead, little priest. Don't be scared. Jetzt habe ich aber Angst. Na gut, wir tun's. Was soll's, wir müssen's tun. He said the truth. I always tell the truth, and nothing but the truth. Beware of the man who tasked you with this matter. He's not to be trusted. Why? He's a drug fiend. And that body is not the body you're looking for. What? It is the body my children obtained. But it is not the one you want. How can you... You're lying now. I suspected this was going too well. I knew that black-hearted man. He was my boss. I assure you, that is not him in the barrel. Diese Leiche ist stark verwest. Wie kannst du dir da so sicher sein? This body is heavily decomposed. How can you be so sure? He had the jaw enforced with a golden plate, and teeth infused with pure gold. That is not him. This head has no value to me. Ihr habt also die falsche Leiche gestohlen? So you stole the wrong body? You think my children made a mistake? My guidance is flawless. They never make mistakes. They are blind. Blind in this reality, my little priest. Not blind in the other one. Take it or listen to what I have to say. The choice is yours. What would you possibly have to say? This is not the first time a body has disappeared from the cemetery. But it is the first time he wants one back. Something is going on, and I can smell foul play and fear coming from behind the walls. What are you implying? Gregor knows this is not Fran. Make him talk. Threaten him with a denouncement for sacrilege. If I'm right, and of course I am, I want you to make him tell you where Fran's body lies. You find Fran's head, and you bring it to me. Was ist denn das jetzt für ein Spiel? Um Gottes Willen. Es macht mich krank, wenn ich nur daran denke, jemanden den Kopf abzuschlagen. It makes me sick to even think about taking someone's head. Have me as an ally, not a foe. Do what is right. Du stellst mir hier eine Falle. Wenn ich das tue, könnte ich derjenige sein, der wegen Gotteslästerung angezeigt wird. You are setting me up here. If I do that, I could be the one denounced for sacrilege. I just want the head. You have my word. I don't care for the Catholic community and their pathetic laws. How can I trust this man? How can I trust anybody? I don't know what to do. Should I take the body? Ja, ist eine gute Frage. Ja. Ich weiß es nicht. Also was mir ja wichtiger wäre, in der Tat, ist tatsächlich
dass Gregor mir irgendwie hilft mit diesem Satz und mir sagt, wo der Satz herkommt oder wo er ihn gesehen hat. Deswegen müsste ich halt die Leiche nehmen. Wenn es nicht die richtige ist, naja, wir nehmen sie. Very few people choose to ignore my words. Remember me, little priest. Ob das jetzt gut war? Gregor? Are you in there? Silence is unbearable. It's how it's supposed to be here, but it's too silent. Wir rufen nochmal, ja. Gregor, open the door. I have the body. You intend to bless that body too, Benedek? Detective. You seem surprised. Didn't you notice me in the alley? Oh nein. You were following me? I wish I didn't have to. Oh, Schreck. I have to take you in. What? Why? This body, it was Mojse and his cripples who stole it from the mausoleum. I just returned it. Gregor has a different version of the facts. You've committed a grave sin, a sin of sacrilege. And for that, you must answer to God and the people of this town. Gregor is setting me up. I was just... Quiet! You lied to Maz in the station before. You're lying to me now. What kind of a godly man are you? You should be ashamed of yourself. Follow me. Ja, Mist. Gregor? Ja, Leute, man kann also tatsächlich verlieren, wenn man eine falsche Entscheidung trifft. Das ist jetzt natürlich bitter. Aber wie hätte ich dem Kerl denn jetzt vertrauen sollen? Das ist natürlich jetzt echt... Ich weiß nicht, also dieser komische Prophet, der Mojse, der war jetzt ja auch nicht so unbedingt vertrauenserweckend. Aber gut, ja. Gregor auch nicht. Leute, wir machen einfach an der Stelle mit der Entscheidung nochmal weiter, treffen die andere Wahl und gucken, wie es weitergegangen wäre. Das ist jetzt in der Tat Überraschung. Damit habe ich nicht gerechnet. Und deswegen gucken wir uns jetzt den Abspann gar nicht komplett in voller Länge an. Den werden wir nämlich irgendwann nochmal sehen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Euer Matze.